Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von HomeDefense24.com, der ersten Anlaufstelle für RAM-Zubehör. Heute möchten wir euch ein weiteres Produkt vorstellen, und zwar das sogenannte On-Off-ASA-Ventil. Der eine oder andere kennt das schon vielleicht, und zwar das ist ein Ventil, um zum Beispiel halt die Hochdruckflaschen von die Paintball-Markierern oder auch bei der SG68 voneinander zu trennen. Hierbei ist es so, dass beispielsweise bei der Tiberius T15 ist die Hochdruckflasche direkt hier angeschlossen und dadurch, wenn die Flasche jetzt voll wäre, würde das System immer unter Druck stehen. Und das lässt sich nicht ausschalten, gerade auch bei einigen Markierern, die so nicht gelagert werden dürfen, weil die Flaschen auf Dauer einfach auch undicht werden würden. So, hier haben wir natürlich dann uns was überlegt. Und zwar ist eigentlich keine Neuheit, gibt es schon länger. Und zwar ist das hier unser On-Off-ASA. Ist auch hier abgedichtet. Das Ganze funktioniert so. Und zwar, wir schrauben jetzt hier einfach die Hochdruckflasche ab. Schrauben das Ganze hier zwischen und schrauben dann die Hochdruckflasche, na, wirst du wohl, das ist wieder der Vorführeffekt vor der Kamera. So, hat das Gewinde gepackt. So, wenn man das gemacht hat, dreht man hier an der Stelle, kann man das sehen hoffentlich in der Kamera, dreht man das hier auf und kann quasi die Verbindung zur HP-Flasche herstellen. Da drin ist ein kleiner Bolzen, der wird dann da drauf gedrückt. Wenn man es nicht mehr braucht, kann man das wieder aufdrehen und die Flasche ist wieder zu. Je nach Markierer bei einigen muss man noch mal 1-2 Schuss abfeuern, damit auch der Druck im Markierer sich auflöst und verschwindet. Und dann kann man quasi die Flasche immer voll gelagert auf dem Markierer steckend lagern, gerade auch im Bereich des Home Defenses, wenn mal was sein sollte, wenn man es mal braucht, ist das sehr praktisch. Man dreht das Ganze auf, steckt ein Magazin ein und das Ganze ist schon einsatzbereit. Bei der Tiberius T15, gleich ein kleiner Hinweis für die T15-Nutzer, die schütteln wahrscheinlich gerade mit dem Kopf. Ja, ich habe es nicht vergessen. Man sollte den Bolzen oder den Lauf, immer wenn man es länger lagert, entfernen. Warum? Wegen der Detents. Die kann beschädigt werden. Die T15-Nutzer nicken jetzt gerade. Aber das war noch nicht alles. Und zwar kann man damit auch noch ganz andere Sachen machen. Was heißt andere Sache? Es passt natürlich auch in einen anderen Markierer. Hier haben wir zum Beispiel die SG68 von Walter. Und das Ganze passt selbstverständlich auch hier drauf. Also es spielt gar keine Rolle, die Gewinde, die sind alle genormt. Ne? Also da gibt es, glaube ich, also ich persönlich kenne keinen Markierer, der halt diesen Anschluss hat, also für Hochdruck oder für diese großen CO2-Kartuschen, wo das Ganze nicht drauf passen sollte. Da kann man auch bei einer SG68 anstatt die CO2-Kapseln einfach die Hochdruckflaschen verwenden. Ne? Hier genau das gleiche, auch öffnen, verschließen, man dreht hier einfach dran und schon kann man loslegen. Ne? Gerade für die Leute, die ja vielleicht mal 1-2 Schuss zum Testen abgeben wollen, ist das eine super Lösung, weil dann braucht ihr nicht immer wieder neue CO2-Kapseln verschleißen. Ne? Gerade auch CO2 hat ja auch leider Gottes die Eigenschaft, dass es natürlich auch die ganzen Dichtungen leider etwas angreift. Und damit kommt ihr hier, ist das hier eine super Lösung. Ja, probiert das Ganze aus. Das Ganze gibt es für einen schmalen Taler. Ist aus Aluminium gefertigt, das ganze Teil. Sieht es von innen aus. Die Gewinde, die laufen sehr gut. Hier ist natürlich eine kleine Bohrung, um durch den Druck abzulassen, falls ihr das Ganze natürlich dann aufdreht. Und ja, ich habe das Ganze dann getestet. Es funktioniert einwandfrei, also gibt es eigentlich überhaupt nichts zu meckern. Der einzige Nachteil ist natürlich, den man hat. Klar, wenn man das Ganze dann zwischen den Markierer schraubt, wird der Markierer natürlich ein kleines Stück länger. Ne? Das ist natürlich der einzige Nachteil. Ansonsten finde ich persönlich, ist das ein super Teil. Ne? Da hat sich jemand was bei gedacht. Ist jetzt nichts Kompliziertes, aber es funktioniert.
Ja, mehr gibt es eigentlich von meiner Seite hierzu nicht zu sagen. Wenn ihr noch Fragen habt, kommentiert, stellt Fragen in die Kommentare. Wir werden euch natürlich relativ zeitnah auch antworten. Und ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.